Die Kinoanwältin, der Rechtecheck für Filme und Serien. Präsentiert von Ganzel Rechtsanwälte. Wir begrüßen euch zurück in unserem spannenden Rechtecheck für Filme und Serien. Unser Format, wo wir bekannte Situationen aus Kino und Fernsehen mal kurioserweise nach deutschem Recht bewerten wollen. Und nachdem wir das letzte Mal in die Welt von Game of Thrones eingetaucht sind, begeben wir uns heute anlässlich der vielen neuen Serien, die gerade erscheinen, auf eine Reise in das Universum. Unser heutiger Rechtecheck führt uns nämlich in eine weit, weit entfernte Galaxie, in die Welt von Star Wars. 1977 begann die große Sternensaga mit dem Film Krieg der Sterne und mittlerweile gibt es neben neuen Filmen mehrere Spin-offs, Prequels und sogar Serien und Spiele. Das Star Wars-Franchise zieht alle Generationen in seinen Bann und hat ikonische Szenen geschaffen, die nicht nur Liebhaber des Kinos in- und auswendig kennen. Ich bin dein Vater. Nein. Und wir reisen heute mal durch die Filmsaga und schnappen uns außerdem noch die beliebte Serie The Mandalorian dazu und checken auch da mal einige der bekanntesten Szenen und Situationen nach deutschem Recht. Vielleicht erfahrt ihr dabei sogar spannende juristische Fakten, die ihr zuvor so noch gar nicht kanntet oder erwartet habt. Seht euch dieses tolle Lichtschwert an. Die Waffe der Jedi, mit der sie die Gerechtigkeit und den Frieden in der Galaxis wahren wollen. Das vielleicht ikonischste Objekt im gesamten Star Wars-Franchise. Und ich glaube, es wäre ein Traum vieler Fans, selbst so ein Lichtschwert zu besitzen. Doch die Frage ist, dürfen wir das überhaupt? Oder fällt so ein Lichtschwert vielleicht unter das Verbot unseres deutschen Waffenrechts? Okay, kurz gesagt, ja. Ein Lichtschwert wird gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 2a des deutschen Waffengesetzes unter die sogenannte Hiebwaffe fallen. Zudem dürfte ein Lichtschwert laut Anlage 2 dieses Gesetzes sogar eine verbotene Waffe darstellen, denn Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als einer mechanischen Energie Verletzungen beibringen und kein amtliches Prüfsiegel aufweisen, sind verboten. Und das würde auf den alles zerschneidenden Laser des Lichtschwerts sicher auch zutreffen. Die nächste Szene, mit der wir uns hier beschäftigen, ist auch eine Szene, die in den Foren und Kommentarbereichen im Netz heiß diskutiert wird. Denn die Frage, ob der Schmuggler Han Solo im Streitgespräch mit dem Rhodianer Greedo auf Tatooine zuerst geschossen hat, erhitzt seit Jahren die Gemüter. Nun wollen wir uns doch gar nicht erst in diese Diskussion einmischen und lieber bewerten, ob Han Solo, egal in welchem Fall, laut deutschem Recht aus Notwehr gehandelt hat. Im deutschen Recht gibt es sogenannte Rechtfertigungsgründe, die trotz einer vorliegenden Rechtsgutverletzung einer Person eine Straffreiheit zur Folge haben können. Und der vermutlich bekannteste Rechtfertigungsgrund ist die sogenannte Notwehr aus dem § 32 Strafgesetzbuch. Von der sollte auch eigentlich jeder schon mal gehört haben, der eine Gerichtssendung oder eine Krimiserie geschaut hat. Bei der Notwehr handelt es sich übrigens um den wahrscheinlich weitreichendsten Rechtfertigungsgrund, denn von ihr können auch drastische Eingriffe bis hin zur Tötung gerechtfertigt sein. Denn die Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder jemand anderem abzuwenden. Und hier kommen wir zum ersten Problem mit der Situation um Han Solo. Denn nach deutschem Recht muss der Angriff, der auf Han erfolgt, von einem Menschen ausgehen und nicht von einem Tier oder einem Werkzeug. Bei Greedo handelt es sich bekanntermaßen um einen Rhodianer, also eine nichtmenschliche Lebensform. Gehen wir trotzdem mal davon aus, dass er weder Tier noch Werkzeug ist und somit als Mensch vom deutschen Recht erfasst wäre. Nun muss für die Notwehr die Rechtswidrigkeit des Angriffs gegeben sein. Das heißt, dass man beispielsweise nicht zuerst angreifen und auf die Reaktion des Angegriffenen mit Notwehr reagieren kann. Das ist hier jedoch nicht der Fall, da beide nur einmal schießen. Zudem muss die Abwehrhandlung unmittelbar sein. Eine Verletzung muss aber nicht irgendwie abgewartet werden. Die Notwehrhandlung kann bereits erfolgen, wenn der Angriff droht. Dafür muss es aber auch einige Anzeichen geben. Eine grobe Vorahnung oder die Möglichkeit einer Gefahr reicht nicht aus. Denn eine Gefahr, die tatsächlich noch nicht besteht, kann auch nicht abgewendet werden. In unserem Fall hat Greedo den Blaster unter dem Tisch schussbereit auf Han gerichtet und so wie das Gespräch verläuft, ist zu erahnen, wo das Ganze hinführt. Die Frage ist jetzt natürlich, ob Han das auch wusste oder ob er es nur vermutet hatte.
Die Frage danach, wer zuerst geschossen hat, wird also in vielen Foren noch heftig debattiert, aber in beiden Fällen können wir zum Ergebnis kommen, dass Han Solo tatsächlich wohl aus Notwehr heraus gehandelt hätte. Ich liebe dich. Ich weiß. In seiner Schmugglerkarriere waren Han Solo schon öfter mal Kopfgeldjäger wie Boba Fett auf den Fersen. Also Leute, die für eine Festnahme oder gar Tötung von Verbrechern einen ausgeschriebenen Geldbetrag einstreichen. In Deutschland ist die Tötung in solchen Zusammenhängen selbstverständlich nicht erlaubt. Jedoch gibt es bei Straftaten von erheblicher Bedeutung gerne mal eine Belohnung für das Aufspüren von Verdächtigen. Diese Belohnung wird grundsätzlich von der zuständigen Staatsanwaltschaft, dem Landeskriminalamt, Privatleuten oder Unternehmen ausgestellt. In Gefahr sollen sich die Beteiligten aber natürlich nicht bringen. In erster Linie steht es nur den staatlichen Behörden zu, jemanden zu verhaften. Auch soweit klar. In Deutschland gibt es jedoch auch das sogenannte Jedermann-Festnahmerecht. Die Strafprozessordnung räumt in § 127 Absatz 1 Satz 1 auch der Allgemeinheit ein Recht auf Festnahme ein, wenn jemand auf frischer Tat ertappt wurde. In dem Fall kann ein Verdächtiger festgehalten werden. Dabei dürfen ihm sogar auch Sachen weggenommen werden, wenn so die Fortbewegung verhindert werden kann. Ferner gedeckt ist die vorübergehende Verwahrung, also das Einsperren in eine Wohnung oder ähnliches, der Transport zur nächsten Polizeiwache oder der grundsätzliche Zwang, in ein Auto einzusteigen. Aber jemanden gar in Carbonit einzufrieren, würde nach unseren rechtlichen Maßstäben wohl deutlich zu weit gehen. Einer der bekanntesten Kopfgeldjäger aus dem Star Wars-Universum ist der Mandalorianer aus der gleichnamigen Serie. Und wie die Zuschauer wissen, ist es diesem laut den Gesetzen seines Volkes nicht gestattet, seinen Helm abzunehmen. Die Frage, die wir uns nun also stellen: Würde der Mandalorianer in Deutschland gegen das oft genannte Vermummungsverbot verstoßen und könnte er zudem zur Abnahme des Helmes gezwungen werden? Gleich vorweg: In Deutschland gibt es entgegen vieler Behauptungen gar kein allgemeines Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit. Lediglich auf öffentlichen Versammlungen, auf Veranstaltungen im Freien und beim Führen von Kraftfahrzeugen gilt diese Regel. Demnach dürfen also die Mandalorianer um Din Djarin und Bo-Katan im Alltag ganz normal ihre Helme tragen. Probleme würden sie erst bekommen, wenn sie zum Beispiel an einer Demonstration teilnehmen möchten. Dabei gilt laut Versammlungsgesetz auch, dass auf dem Weg zu solchen Veranstaltungen keine Utensilien getragen oder mit sich geführt werden dürfen, mit denen man sich schließlich doch noch vermummen könnte. Und jetzt bleibt noch die Frage, ob nach deutschem Recht der Mandalorianer beim Fliegen mit seinem Raumschiff den Helm abnehmen müsste. Im deutschen Recht gelten als Kraftfahrzeuge alle Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein. Damit fällt sein altes Raumschiff, die Razor Crest Hist, wahrscheinlich nicht unter die Definition des Kraftfahrzeugs. Kommen wir gleich zu anderen Fortbewegungsmitteln im Star Wars-Universum, und zwar den Podracern, die wir in Star Wars Episode 1 kennengelernt haben. Im Film fährt der noch junge Anakin Skywalker als jüngster Teilnehmer eines Rennwettbewerbs ein solches Fahrzeug. Doch wäre er nicht auf Tatooine, sondern an irgendeinem Ort in Deutschland, wäre es dem damals noch 9-Jährigen sicher nicht erlaubt, mit seinem Podracer über die Straßen zu düsen. Denn der Erwerb des Führerscheins ist hierzulande frühestens ab einem Monat vor Vollendung des 17. Lebensjahres erlaubt. Und selbst dann ist das Fahren nur mit einer Begleitperson möglich, die älter als 30 ist, den Führerschein selbst länger als 5 Jahre besitzt und selbstverständlich nicht unter Alkoholeinfluss steht. Nun flog Anakin Skywalker seinen Podracer natürlich auf einer dafür vorgesehenen Rennstrecke. Ändert das vielleicht irgendwie was an der rechtlichen Lage? Ja, also wären wir zum Beispiel auf dem bekannten Nürburgring, würden wir von einem nicht öffentlichen Verkehrsraum sprechen. Und der führt uns zur Formel 1. Dort drehte der Rennfahrer Max Verstappen seine ersten Runden im Formel-1-Wagen bereits mit 16 Jahren, obwohl er erst mit 18 überhaupt seinen Führerschein bekam. Aber unter besonderen Voraussetzungen werden sogenannte Superlizenzen vergeben und keine davon verlangt von den Rennfahrern, dass dieser schon einen normalen Führerschein besitzt. Das bedeutet also, unter Umständen dürfte der junge Anakin Skywalker in seinem Podracer über unseren Nürburgring düsen. In mehreren Episoden der Star Wars-Reihe sehen wir, wie der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi seinen bekannten Jedi-Mind-Trick oder
Jedi-Gedankentrick anwendet. Dabei nutzt er die Macht, um die Entscheidungen von anderen Menschen und Lebewesen zu seinen Gunsten zu beeinflussen. In Deutschland würde Obi-Wan damit jedoch gegen den Artikel 2 unseres Grundgesetzes verstoßen. Denn durch seine Manipulation mit der Macht der Gedanken schränkt er die freie Entfaltung der Persönlichkeit seiner Opfer ein. Das bedeutet, er dürfte hierzulande diese besondere Machtfähigkeit nicht benutzen. Ich werde tun, was ich tun muss. Der Todesstern. Die riesige, moderne Raumstation, die imstande ist, ganze Planeten zu zerstören. Und mit ihren 160 Kilometern Durchmesser bot diese riesige Superwaffe Arbeitsplätze für mehr als 25.000 Stormtrooper und 400.000 Droiden. Und bei so einem riesigen Arbeitsplatz muss selbstverständlich auch Arbeitsschutz gewährleistet werden. In einer berühmten Szene in Star Wars Episode 4 sehen wir, dass vor allem im Schacht, aus dem der todbringende Laserstrahl geschossen wird, keine Sicherheitsblender für Mitarbeiter angebracht wurden. Das brachte selbst die berühmte Serie Family Guy in seiner Star Wars Folge dazu, die Situation einmal auf lustige Weise zu thematisieren. Und ich sag, vergessen Sie den Zahnersatz, vergessen Sie den Krankenstand. Ich will nur ein Geländer haben. Alles klar? Ein Geländer, genau hier. Du hast völlig recht. Ich bin schon so oft beinahe hier abgestürzt. Und was haben Sie gesagt? Das glaubst du nicht. Die sagten, dass sie Angst haben, dass wir uns den ganzen Tag anlehnen. Das haben Sie gesagt? Ja. Das ist alles egal, wenn wir erstmal berühmte Sänger sind. Hatten die Mitarbeiter im Todesstern recht? Also in Deutschland müssen Arbeitsplätze so eingerichtet sein, dass Mitarbeiter gegen Unfälle geschützt werden und ihre körperliche und psychische Gesundheit nicht gefährdet wird. Laut Arbeitsschutzgesetz § 5 muss der Arbeitgeber durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Das bedeutet, dass in unserem Fall zumindest ein Geländer zum Schutz vor einem Sturz in den Laserstrahl angebracht werden müsste. Ganz klar. Und natürlich hätte das Imperium ohne die berühmte Klonarmee niemals diese Macht in der Galaxie erlangen können. Hergestellt wurde diese aus dem Erbgut des Kopfgeldjägers Jango Fett auf dem Planeten Kamino. Doch wie wäre das eigentlich in Deutschland, beziehungsweise in unserer Galaxie zu beurteilen mit dem Klonen? Erst im Jahre 1997 machte ein berühmtes Schaf Schlagzeilen, denn Dolly, die erste lebende genetische Kopie eines anderen Schafes, also ein sogenannter Klon, war auf der Welt. In Deutschland sowie in den meisten europäischen Staaten ist reproduktives Klonen von Menschen jedoch verboten. Das deutsche Embryonenschutzgesetz von 1990 verbietet die Herstellung oder Verwendung von Embryonen zu einem anderen Zweck als zum Herbeiführen einer Schwangerschaft der Frau, von der die Eizellen stammen. Außerdem darf kein menschlicher Embryo außerhalb des Körpers in irgendeiner Art und Weise manipuliert werden, die nicht seiner Erhaltung dient. Damit ist also auch der Zellkerntransfer bei Menschen zum Zweck des therapeutischen Klonens rechtlich ausgeschlossen. Eine Klonarmee also hätte in Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt nach Recht und Gesetz nicht herangezüchtet werden können. Zumindest nicht auf legalem Weg. Ja, das war's auch schon mit unserer Reise in die weit, weit entfernte Galaxie von Star Wars. Wir hoffen, euch hat der neueste Rechte-Check gefallen und vielleicht konntet ihr ja sogar die ein oder andere Neuigkeit erfahren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann erzählt es unbedingt euren Bekannten und Freunden und hinterlasst einen Like und falls noch nicht geschehen, auch gerne ein Abo für unseren Kanal. Und wenn ihr noch eine weitere, irgendwie kuriose Rechtsfrage zu Star Wars habt, schreibt sie uns in die Kommentare oder verratet uns, welchen Film oder welche Serie wir das nächste Mal für euch unter die Lupe nehmen sollen. Wir werden euch garantiert darauf antworten. Und bis dahin, schaut auf unserer Website www.gansel-rechtsanwälte.de vorbei oder besucht unsere Kanäle auf Instagram und TikTok. Wir wünschen euch viel Spaß beim Filme- und Serienschauen in nächster Zeit und freuen uns auf euch im nächsten Video. Bis bald und möge die Macht mit euch sein.